Hallo und willkommen zum Aue Podcast. Heute mit Folge 102. Heute wieder mit mir, Martin, hi, und Florian. Glück auf. Ja, Florian, wir machen ja weiter mit unserem Videoexperiment und ich kann immer alle nur einladen, sich das Video mal anzuschauen. Aber ich habe da eine Sache festgestellt und zwar, die Watchtime ist sehr gering. Was denkst du denn, warum Leute denn so schnell bei uns abschalten? Weil wir so viel über Fahrradfahren reden zum Smalltalk oder Podcast, langweilige Smalltalk-Themen. Nee, weiß ich nicht. Also es ist ja, Videopodcast ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Vielleicht ist aber auch nicht das lange Schauen jedermanns Sache und vielleicht deshalb auch mal als Service, alle, die uns jetzt neu entdecken oder in eine neue Folge von uns reinschauen, zum Beispiel Folge 100. Man kann ja auch den Podcast abonnieren in jeder App, die man so haben kann. Und dann gibt es ja auch die Kapitelmarken, so dass man dann auch zu den spannenderen Teilen direkt vorspringen kann. Bist du denn ein Fan von Kapitelmarken? Ich finde das auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Sache. Ich nutze sie aber sehr, sehr selten tatsächlich. Ich hätte dann eher die Empfehlung nochmal, das machst du ja auch, das machen ja viele, man kann das natürlich auch in höherer Geschwindigkeit hören und auch gucken. Ja, zum Beispiel, ich gucke eigentlich fast jeden Podcast so in zweifacher Geschwindigkeit. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich finde eigentlich auch, selbst mit YouTube-Videos geht das auch. Und ja, für die ganz Faulen, für die ganz Hörfaulen kann man sich ja auch das Transkript runterladen und es dann zum Beispiel bei ChatGPT oder bei Gemini oder irgendein KI-Tool eingeben. Dann hört man auch die wichtigsten Informationen raus. Das wäre doch noch was, wenn wir einfach noch einen Blog schreiben würden, oder? Ja, wir können immer noch gerne was machen. Dann können wir uns vielleicht auch als Presse richtig akkreditieren lassen als Medium. Da kommen wir aber später zu. Gut. Wir wollen mal aufs erste Spiel direkt blicken. Das war gegen den BFC Dynamo. Ich war auch da. Über 10.000 Zuschauer an einem Donnerstagabend. Richtig warmer Tag. Und es war der erste Heimsieg, Florian. Dieses Jahr. Genau, erster Heimsieg in diesem Jahr, 2026, erster Heimsieg in der Regionalliga Nordost jetzt. Ein flottes Spielchen, was wir gerade so dann noch gewonnen haben. Was denkst du denn, waren die entscheidenden Punkte, dass man das Spiel dann doch gedreht hat oder dass man dann auch ja, sich nicht mit dem Unentschieden begnügt hat? Ich glaube, ein entscheidender Punkt ist einfach, dass wir sehr viele potenzielle Torschützen haben. Tim Maciejewski ist ja jetzt einer von 3 Spielern mit Kapp und Bär, die schon doppelt getroffen haben. Und insgesamt haben wir schon 7 verschiedene Torschützen. Dadurch haben wir auch viele Tore durch Einwechsler. Und ich glaube, das macht es dann aus. In dem Spiel auch noch mal interessant, bis dahin in jeder Halbzeit getroffen. Ich weiß gar nicht, das Spiel danach, da haben wir auch in jeder Halbzeit getroffen und natürlich jetzt beim CFC nicht, aber das ist natürlich auch noch mal eine interessante Serie. Stimmt, den Aspekt hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Ja, vielleicht fangen wir erstmal mit dem Traumtor von Angelberger an. Kannst du es kurz beschreiben? Ein Weitschusstor? Wie viel Meter würdest du sagen? Ich würde sagen, so knapp hinter der Mittellinie, 50 Meter, 55 Meter? Ich denke so 55 Meter. Das war ja sauber vom BFC Dynamo aufgelegt, genauer gesagt vom Torhüter, der da durch die Mitte den Ball ganz flach oder relativ flach zusammen mit Spieler spielen will. Und dann schnappten sich Angelberger und haut den rein. Ich meine, die hatten uns ja kurz zuvor auch schon mal eingeladen, beziehungsweise Nils Lisek, den Ball reinzumachen. Das Geschenk hat er noch nicht angenommen. Jetzt hat es Devin Angelberger angenommen. Das war ein geiles Tor. Wir können ja auch mal kurz reinhören, was er dazu gesagt hat. Ich mach's jetzt aber nur mal als Ausschnitt. Wir hören uns jetzt nicht das ganze Statement an. Aber ja, wir hören mal ganz kurz rein, was Devin Angelberger zu dem Tor zu sagen hat. Traumtor, wie war der Moment? Tatsächlich nicht so. Ich habe gar nicht viel drüber nachgedacht. Habe kurz den Torwart gesehen, dass er ein bisschen weit vorne stand. Der Ball lag gut und dann heißt halt mal versuchen. Wie ist das Gefühl, wenn man da hinterher guckt? War schon lange in der Luft, der Ball. Ja, war einfach was Besonderes. Erlebt man nicht alle Tage. Ja, erstmal soweit dazu. Florian, ist er jetzt bei uns im Verein angekommen oder wie würdest du das sehen? Ja, Angelberger ist auf jeden Fall im Verein angekommen. Er ist ja auch unumstrittener Stammspieler im Moment. Er hat, glaube ich, alle Spiele von Anfang an gespielt. Also auch einer von den, ja, was heißt wenigen zentralen Mittelfeldspieler. Lisek hat ja schon mal ausgesetzt. Ich finde den auch wirklich defensiv stark.
Im Offensivspiel hat er durchaus seine Schwächen, aber das ist ein guter Mann. Bevor wir noch mal in die Tiefe, in die Analyse einsteigen, würde ich mal sagen, wir hören mal den Trainer Kwisha Šubetice zum Spiel. Ja, Kwisha Šubetice, ein Last-Minute-Sieg heute gegen den BFC Dynamo. Wie fällt dein Fazit zum Spiel aus? Ja, insgesamt, wenn ich das ganze Spiel nehme, eher gutes Spiel als andersrum, weil war ein Herz da, Leidenschaften, leider unnötige Gegentore, wo dann Abstimmungsprobleme gab, aber da vorne Vorwärtsgang, das war schon nicht verkehrt. Die Jungs haben es erarbeitet und auch meiner Meinung nach verdient geholt. Was ist dir beim Traumtor zum 1:0 durch den Kopf gegangen? Ja, ich habe nur geschmunzelt und gelacht, weil gleiche Szene haben wir im Training gehabt und Skaladidis hat, glaube ich, im Training genau das gleiche Tor gemacht und jetzt hat dann Devin Angelberger dann halt nachgemacht und da haben wir schon gesagt, hier habt ihr jetzt trainiert gemeinsam, also da war schon ein bisschen Ironie mit drin, aber es hat gut gepasst, also der Junge macht's. Heute sind alle Tore durch die Mitte gefallen. Ist es Zufall oder Absicht? Ja, eher Zufall, würde ich jetzt sagen. Also wir wollen spielen, wir wollen zielstrebig sein. Ob das dann über Flügel passiert oder über das Zentrum, spielt für uns keine Rolle. Heute war es vielleicht so, dass es dann halt durchs Zentrum gefallen sind Tore, aber es war keine Absicht. Mit Maciejewski wurde ja wieder ein Torschütze eingewechselt. Ist das jetzt das neue Erfolgsrezept? Nächstes Spiel wird vielleicht der nächste Spieler sein, der dann Spiel für uns entscheiden kann. Also das muss nicht unbedingt immer Tim sein. Also wir verteilen die Belastung dann ein bisschen auf mehrere Schultern. Also es war Belastungssteuerung. Genau. Nochmal ein Wort zur Kulisse. War das Publikum, heute waren 10.000 Zuschauer da. War es heute entscheidend für den Heimsieg? Boah, ich glaube auch. Also ich muss ehrlich sein, ich habe immer Gänsehaut, wenn ich da rausgehe und die Fans sehe. Das ist einmalig. Ich bin stolz, hier zu sein und hier die Mannschaft coachen zu dürfen, weil das macht einen sehr, sehr glücklich, dann so viele Fans draußen zu sehen. Also nochmal Dankeschön für die Unterstützung. Und jetzt geht es den Schwung gegen den BFC Preußen mitzunehmen. Ja, definitiv. Also das Spiel wollen wir auch gewinnen, aber hoffentlich nicht 90., sondern eher für klare Verhältnisse sorgen. Wird harte Arbeit, aber ist ja so Fußball. Also geschenkt wird nichts. Kwisha Šubetice, vielen Dank. Danke auch, vielen Dank. Glück auf. Ja, das Publikum hat ja Kwisha Šubetice schon gelobt. Dann auch nochmal ein bemerkenswerter Moment. Sven Körner, der Trainer vom BFC, hat ja auch nochmal das Auer-Publikum gelobt und natürlich auch seine eigenen Fans, die waren ja auch mit 300 Leuten da. Ist schon bemerkenswert auf so einem Donnerstagabend so viele Leute, über 10.000. Wahrscheinlich am Samstag wären es nochmal mehr gewesen, oder? Was denkst du? Ja, wären bestimmt nochmal ein paar mehr gewesen. Aber das ist ja jetzt wirklich gut, dass wir so eine gute Zuschauerzahl haben. Das haben wir ja auch in der Saisonvorschau schon gesagt. Mal gucken, wie die Zuschauerzahl aussehen wird. Und die Unterstützung ist ja schon ein wichtiger Teil für unsere Mannschaft. Nochmal zum Taktischen, was Kwisha Šubetice gesagt hast. Das mit der Mitte, das ist das jetzt auffällig oder will er sich da wieder nicht in die Karten blicken lassen? Oder wie würdest du das interpretieren? Oder ist es einfach die Variabilität, die er auch will? Weil letztes Mal waren ja alle Tore das Spiel davor waren noch alle Tore über rechts, ne? Ja, ich glaube, jetzt waren es ja voll das 1:0 und das 2:1 waren über die Mitte. Das waren aber auch ja in dem Sinne Bälle, die im Aufbauspiel relativ schnell gewonnen wurden. Und dann konnte man gegen die aufgerückte Kette, den aufgerückten Torhüter, eben schnell überspielen. Das macht dann auf jeden Fall auch Sinn. Ich glaube, das kann die Mannschaft relativ flexibel einsetzen, weil sie eine Mannschaft ist mit Spielern, die wirklich auch gerne zocken und Fußball spielen wollen und für Regionalliga-Verhältnisse auch können. Ja, das hatte ich ja schon bei der Saisonvorschau gesagt, dass ich fand, dass Kwisha Šubetice ja auch einen spielerischen Ansatz wählt. Ein Ansatz, wo man einfach viel über Ballbesitz versucht, Chancen zu kreieren. Und das hat jetzt mit den Stürmern nicht immer so gut geklappt. Marcel Bär hat ja auch relativ lange gedauert, bis er jetzt aus dem Spiel getroffen hat. Aber ich glaube, das ist schon auch die Marschroute, die man haben will. Und vielleicht will man auch nicht mehr so ausrechenbar sein, wie man in der Vergangenheit oft war. Genau, in den letzten Jahren waren wir ja wirklich abhängig von einzelnen Torschützen. Marcel Bär natürlich in Personalunion und als er verletzt war, sah es dann ja schon ziemlich düster aus mit Torschützen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Komponente. Ich möchte noch mal mit dir ein bisschen in den Spielverlauf gehen. Quaiser hat uns ja kurz vor der Halbzeit in Führung gebracht. Es hat ja nicht lange gedauert, bis dann der BFC auch ausgleichen konnte. Ein bisschen auch für mich mit Ansage, weil sie ja auch deutlich offensiver und bissiger aus der Halbzeit
kam, was ich ja auch schon so ein bisschen vorhergesagt habe, dass die durchaus auch schwankend sind in den Leistungen. Ja, das war auf jeden Fall eine Umstellung zur zweiten Halbzeit des BFC Dynamo. Die waren dann deutlich offensiver. Ich glaube auch einfach, dass sie gesehen haben bei dem Tor, bei dem 1:1, dass man die Auer Hintermannschaft teilweise doch sehr leicht überwinden kann. Wir sind eben noch defensiv schwach. Und das haben sie sich dann zunutze gemacht und haben dann Mut geschöpft. Was sagst du zum Torjubel beim 2:2? Oder das hast du gar nicht gesehen? Das habe ich gar nicht. Nee, das Naja, hat, er ist ja vor die Heimtribüne gerannt und dann flogen die Bierbecher. Ja. Kann man Das sich halt eine- auch sparen, ne? Man kann sich beide sparen. Ne, vor die Kurve laufen oder vor die Tribüne laufen und die Bierbecher schmeißen. Beides dumm, Beides aber unsinnig. sicherlich noch mal dummer, die Becher zu werfen. Aber das hatten wir ja auch schon beim ersten Spiel gegen Alt-Glienicke, dass da auch beim Ausgleich oder beim Tor vom Alt-Glienicke vor der Heimkurve gejubelt wurde und das auch nicht so freundlich aufgenommen wurde. Ja, Tim Maciejewski trifft dann kurz vor Beginn der Nachspielzeit, ich glaube, es ist offiziell noch die reguläre Spielzeit zum 2:1. Einwechselspieler auch in dem Spiel, nachdem er ja vorher sehr viel gespielt hatte. Hatten wir auch gehört, war Belastungssteuerung. Ja, hat man ja in der Woche gesehen, dass da 3 Spiele innerhalb von 7 Tagen waren oder 8 Tagen. Ich weiß gar nicht, haben wir da vor am Samstag gespielt. Ist auch egal. Und da hat dann Schubitice eben dann Davor haben wir am Freitag gespielt. Ah ja, Also Freitag. 9 Tage, ja. Ja, aber halt schon viel durchgewechselt, weil ja die Mannschaft auf vielen Positionen, gerade im Mittelfeld, die Spieler so auf einer Höhe sind und nur Kleinigkeiten einen Unterschied machen. Und so hält er natürlich die Spieler bei Laune und testet auch nochmal so ein paar Sachen aus. Und wenn du am Ende beide Spiele gewinnst und mit 6 Punkten aus diesen beiden Spielen gehst gegen den BFC Dynamo und den BFC Preußen, dann kannst du es dir auch leisten. 9 Punkte aus der englischen Woche sogar. Genau, aus der englischen Woche sogar 9. Tim Maciejewski wurde in jedem Spiel ein- oder ausgewechselt. Also interessanter, ja gut, aber ich meine, scheint ja auch so ein bisschen taktisch der Ansatz zu sein von Schubitice vor allen Dingen dann noch mal im Mittelfeld die Impulse zu setzen und im Sturm. Ja, in der Abwehr macht man es ja nicht unbedingt und da kommen wir sicherlich schon heute zu. Die Abwehr ist ja auch unser Sorgenkind, einfach auch personell gesehen. Hast du noch was zum Spiel gegen den BFC? Also ich fand's einen gelungenen Abend, echt ein legendäres Spiel. War auch mein 100. Spiel übrigens im Erzgebirgsstadion, also ein schönes Jubiläum. Im Gegensatz zum 250. Spiel, da kommen wir gleich noch drauf. 250. Spiel, Heimspiel im Erzgebirgsstadion. Nee, es war jetzt 100. Heimspiel, aber das 250. Aue-Spiel, das habe ich jetzt am Wochenende gemacht. Können wir ja gleich noch mal besprechen dann. Ja, und ich glaube, insgesamt für alle Leute, die da waren, außer natürlich die Gästefans, ein runder Abend, wobei es beim BFC ja auch gerade nicht läuft. Also die haben ja jetzt schon wieder am Freitagabend noch in der letzten Minute die Führung verspielt bei Hertha 2 und die sind ja einfach auch nicht gut in der Saison drin. Ja, wobei sie ja gegen uns gar nicht so schlecht waren. Also sie hätten ja auch das 3:2 schießen können. Deswegen aus dem Spiel können sie ja von der Leistung her zufrieden rausgehen. Aber klar, punktetechnisch können sie nicht zufrieden sein. Dann kommen wir zum Heimspiel gegen den BFC Preußen. Und es war eine Premiere. Aue hat nämlich noch nie gegen den BFC Preußen gespielt. Auch ein interessanter Punkt. Und noch eine andere Premiere. Es ist das erste Spiel seit wie vielen Jahren, was nicht live irgendwo übertragen wurde in der Liga? Was denkst du? Waren es 20 rum? Ich denke, es ist über 10 Jahre her. Weil in der letzten Drittligasaison, wo Aue aufgestiegen ist, 15, 16, da lagen ja noch die Rechte bei den dritten Programmen. Und da kam eben nicht jedes Spiel live, aber ganz viele Spiele auch im Livestream oder im NDR oder so. Und ja, es müsste dann irgend so ein Wochenspiel gewesen sein, weil die haben ja auch in der Rückrunde gefühlt jedes Spiel übertragen, als Aue dann ja auch schon Richtung Aufstieg marschiert ist. Also es muss über 10 Jahre her sein. Deshalb kann ich jetzt auch gar nicht viel zum Spiel sagen. Du warst ja natürlich auch nicht anwesend und musst dich dann ja auch so ein bisschen auf die Highlights verlassen. Wie findest du das denn? Ist das schwierig, sich auf Highlights irgendwie eine Meinung vom Spiel zu bilden? Ich finde, das ist so ein bisschen so wie, ja, man hat so ein paar Spotlights, aber keinen richtigen Eindruck von dem Spiel.
Es ist total schwer. Es ist etwas, woran man sich erst gewöhnen muss, weil wir es eben gewohnt sind, dass wir es immer live sehen konnten, auch im Fernsehen oder im Livestream oder sonstiges. Und es ist total gewöhnungsbedürftig. Ich habe das jetzt für das Samstagsspiel gegen Chemnitz nochmal. Da habe ich es jetzt nur noch geschafft, die Highlights zu gucken. Und da hätte ich eigentlich gern nochmal die Situation vor dem Elfmeter, Strafstoß für Chemnitz, mir genauer angeguckt. Und in den Highlights war das gar nicht der entscheidende Punkt, den ich sehen wollte, gar nicht mit drin. Bist du denn so ein Typ, der sich gerne nochmal Spieler zur Analyse anguckt? Ja, auf jeden Fall. Ja, doch, gibt es auf jeden Fall so Situationen, wo ich mir das gerne nochmal angucke. Gerade jetzt ist mir dann aufgefallen, dass ja die linke Abwehrseite oder die linke Seite insgesamt deutlich schwächer ist. Und dann guckt man das noch so ein bisschen nach, um das ja zu verifizieren, ob das wirklich so ist oder ob es nur so ein Eindruck ist. Vielleicht kommen wir mal zum Spielverlauf. Simon Skalatidis macht das 1-0, dann der Ausgleich durch ein Eigentor und dann noch mal kurz vor Schluss Willi Kamm, 80. Minute. Ja, was kannst du zum Spielverlauf sagen? Ein umkämpftes Spiel, denke ich, auf jeden Fall. Und auch ein Gegner, ja, das können wir jetzt auch schlecht analysieren. Hat er sich viel hinten reingestellt? Ja. Nochmal dazu, das können wir überhaupt nicht einschätzen. Ich würde nochmal da auf das Spiel selber eingehen, also und sagen, natürlich Simon Skalatidis, das Tor war genial. Ja. Das war mega geil. Und beim 2-1 von Willi Kamm hat man wieder gesehen, wie gut Nils Lisek als Vorlagengeber ist. Ne, Lisek hat jetzt schon die 3. Vorlage, beim 1-0 von Skalatidis Maxim Burkhardt mit seiner 2. Vorlage. Da haben wir auf jeden Fall 2 gute, ja, Vorlagengeber. Und als Ergänzung, das wollte ich hier heute nochmal unterbekommen, ich hätte gerne den Steigerfunk gehört, also das Live-Radio. Das hat ja, ist ja eine Möglichkeit, um das Spiel zu verfolgen. Das hat dann aus verschiedenen Gründen bei mir jetzt nicht geklappt, aber die hatten ja auch technische Probleme. Und du hast mich aber noch darauf hingewiesen, dass man das Ganze ja noch nachhören kann. Willst du das mal kurz erläutern? Ja, die veröffentlichen das als, ja, auch als Podcast in dem Sinne. Also ist ja technisch auch ein Podcast. Man kann sich das auf verschiedenen Plattformen halt anhören. Und natürlich auch in doppelter Geschwindigkeit, wenn man ein bisschen Zeit sparen will. Ja, und ich habe das tatsächlich am Samstagmorgen angefangen, noch vor dem Chemnitz-Spiel, aber dann doch nicht mehr zu Ende gebracht, weil die Motivation fehlte. Ich glaube, wenn es im Live gewesen wäre, hätte ich es gehört, aber so, weiß nicht. Ja, also gut. 7.500 Zuschauer, natürlich auch wieder eine gute Zahl. Und man muss noch mal Max Ulich rausheben, der ja auch die Führung für den BFC Preußen vereitelt hat. Ja, hat da richtig gut gehalten. Wir werden ja sowieso auf seine Leistung und die Situation mit ihm noch mal gleich zu sprechen kommen. Wenn man das jetzt von heute betrachtet, muss man sagen, da hat er eine richtig gute Doppelchance verhindert und hat dann vielleicht, wenn man es so begründen will, da eben auch dafür gesorgt, dass wir überhaupt im Spiel geblieben sind. Ein Volley-Traumtor, ein später Siegtreffer. Also noch mal viel Emotionen zum Abschluss der englischen Woche. Und dann wurde sich ja schon ein bisschen warm gelaufen für das Derby. Was ist eigentlich aus deiner Sicht der richtige Begriff für diese? Bezirksderby. Ist Aber der nicht? Warum? Das ist das, was der Sprachgebrauch, also die Leute, mit denen ich so aus Aue unterwegs bin und so, da ist es immer das Bezirksderby. Deswegen ist es für mich das Bezirksderby. Und nicht Chemnitz gegen Schacht oder so würde es ja von den Karl-Merkstädtern heißen. Ich glaube, die nennen es auch das Bezirksderby, oder? Also, ich weiß nicht. Aber natürlich, den Bezirk gibt es ja seit 35 Jahren nicht mehr. Und außer jetzt vielleicht für die freie Presse, wo das jetzt die Zeitung in der ganzen Region ist, im ganzen ehemaligen Bezirk, existiert diese Einheit ja auch kaum noch. Das ist richtig, aber trotzdem ist es ja im Sprachgebrauch noch da, verwurzelt. So, und vielleicht ist es in 20 Jahren anders. Ja, vor allen Dingen, weil ja auch ein Derby immer irgendwie eine Tradition braucht oder halt auch Spiele. Ich meine, wie oft war es halt in den letzten 15 Jahren? Es war halt in der Liga einmal in den letzten 15 Jahren und dann muss man ja schon in Anfang der 2000er zurückblicken. Das stimmt. Würdest du denn sagen, das ist eins unserer brisanteren Derbys oder wie würdest du es ranken gegenüber den anderen Derbys, die wir haben? Naja, also ich kann ja dann immer nur sagen, wir kommen da nicht her. Also wir sind nicht im Erzgebirge aufgewachsen, sozialisiert. Wir kennen in dem Sinne auch keine CFC-Fans groß. Natürlich kenne ich ein paar Leute, die CFC-Fans sind, aber das sind ja jetzt nicht meine Nachbarn oder so.
Ich glaube, diese Komponente der Nachbarschaft spielt halt bei allen Derbys die große Rolle. Und deshalb ist es auch unterschiedlich. Die Leute, die zum Beispiel eher aus dem Osten des Erzgebirgskreises kommen, aus der Marienberger Ecke, die haben natürlich viel mehr Dynamos da oder die Freiberger. Die streiten sich natürlich auch viel mehr mit Dynamo. Und wenn du dann in den Zwickauer Raum kommst, dann bist du natürlich irgendwie eher mit dem FSV verfeindet. Aber der Großteil des Einzugsgebiets hat halt schon irgendwie auch eine Nähe zu Chemnitz. Weil Chemnitz ja auch so das Zentrum in der Region halt ist. Und die Wismut da ja auch angesiedelt war zum Beispiel. Und der Verein ja auch Wismut Karl-Marx-Stadt hieß. Und dann wurde ja der FC Karl-Marx-Stadt erst gegründet, später, viel später. Und man muss ja sagen, gegenüber Zwickau, wenn man es nochmal abheben will, ist natürlich Chemnitz jetzt nochmal die Stadt, wo deutlich mehr los ist, in dem Sinne. So innenstadttechnisch. Ja, das ist halt das Zentrum der Region. Und danach kommt halt dann schon Leipzig oder Dresden regional. Also, das wären jetzt ja die weiteren Ziele. Ja. Also, aber ich glaube, das ist halt ein ganz großer Punkt, dass die Rivalität zu Dynamo in den letzten Jahren einfach größer war, weil man mehr Spiele hat und weil man sich natürlich auch so nicht auf Augenhöhe misst, weil man ja irgendwie der kleine Underdog ist gegen den großen Rivalen aus der Landeshauptstadt. Und eigentlich stand man ja jetzt jahrelang über dem CFC und dem FSV. Sportlich. Meinst du, dass es für die deswegen ein besonders wichtiges Duell jetzt am Samstag war, weil man lange Zeit hinten dran war und in den direkten Duellen jetzt seit 10 Jahren das erste Mal gewonnen hat? Immer in der Liga. Ja, in der Liga, aber immer das Hintertreffen hatte? Ja, also klar. Ich glaube, sowohl für den CFC als auch für den FSV ist natürlich noch mal eine größere Anreiz gegen uns zu gewinnen. Weil, also ja, so für uns ist, weiß ich nicht, aber ich glaube so, die Derby-Siege, die gegen Dynamo sind unerwarteter, ne? Also, sagen wir mal, ich glaube, das ist halt wieder das Augenhöhe-Thema. Sportliche Augenhöhe. Vor allen Dingen jetzt auch jetzt in dieser Saison bisher. Wenn wir drauf gucken, beide Mannschaften ungeschlagen, es trennten sie wenige Punkte, oder waren wir punktgleich vom Spiel? Punktgleich. Also war man ja auf Augenhöhe und das war ja so das erste Kräftemessen und die Wahrscheinlichkeit, dass einer als Verlierer da rausgeht, gab es halt und ich glaube, deswegen war das schon ein sehr spannendes, brisantes und auch sehr emotional mit Vorfreude erwartetes Duell. Ja, aufgeladen, kann man auch sagen, würde ich sagen. Ich habe noch mal bei einem anderen Punkt jetzt nachgedacht. Wir waren die letzten Jahre halt der höherklassige Gegner. Sowohl gegen Zwickau als auch gegen Chemnitz. Und eigentlich war das eine, in Anführungsstrichen, Pflichtaufgabe. Es wurde uns ja auch in Interviews so gesagt. Weil man das höhere Team ist. Es ist man aber ein Team in einer Liga, die halt Niveau von schlecht bis scheiße hat. Also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Aber naja, ich meine, ich erinnere nur mal an ein Gespräch auch am Samstag. Es ist halt auch Luckenwalde gegen Eilenburg ist auch in der Liga. Ja, das stimmt schon. Wie bist du denn nach Chemnitz gekommen am Samstag? Lass uns mal den. Ja, ich bin natürlich mit dem Zug gefahren. Auch vorteilhaft, dass es nicht ganz so früh war mit 16 Uhr. 16 Uhr ist mir eigentlich fast zu spät. War dann auch auf der Rückreise erst kurz vor 12 zu Hause. Ich finde auch 16 Uhr von der Temperatur schwierig, ne, weil es ja auch am Samstag sehr heiß war. Dann war man noch länger in der Hitze. Und es ist ja auch nicht wirklich abgekühlt bis zum Ende des Spiels. Nein, definitiv. 16 Uhr ist so nichts Halbes und nicht Ganzes, ne? Also wenn man 16:30 Uhr, 17 Uhr also dritte Liga ist 16:30 Uhr, glaube ich, ne? Noch, ja. Ja, noch, aber auf jeden Fall, dann hat man am Morgen noch ein bisschen mehr. Aber ich fand es jetzt schon ganz angenehm, weil ich dann ein bisschen später losfahren konnte. Ich hatte ja dann doch eine recht lange Anreise. Aber ich war dann auch halt eben erst um 11:30 wieder zu Hause. Ja, aber ist doch auch gut, dass das bei dir mit dem Mitfahren geklappt hat. Wollen wir das Spiel erst sportlich besprechen oder erstmal das Drumherum? Sportlich. Ja, dann, ich glaube, die ersten 20 Minuten, das ist auch unstrittig, war Aue und Chemnitz eigentlich auf Augenhöhe. So ein bisschen ist der Elfmeter auch der Punkt, um das Spiel auszuschlagen. Und ist natürlich auch umstritten gewesen. Aus meiner Sicht ist es aber ein Elfmeter. Tom Baumgart, natürlich ein ehemaliger Aue-Spieler, nochmal doppelt bitter.
Er trifft dann auch noch mal kurz vor der Halbzeit, 41. Minute. Ja, wie hast du die erste Halbzeit gesehen? Ja, zweigeteilt. So wie Schubidize das ja auch im Interview nachher gesagt hat. Ersten 20 Minuten gut im Spiel, danach ein deutlicher Abbruch. Man kann natürlich auch mit etwas mehr Glück und etwas mehr Zielstrebigkeit schon vor der Trinkpause, die es ja am Samstag wieder gab, eben in Führung gehen. Dann sieht das Spiel vielleicht ganz anders aus. Ja, 2-0 ist dann schon ein bisschen viel, aber man war einfach nicht griffig genug dann in der Situation. Skalatides hat dann sofort angezeigt nach dem Gegentor, hier wach sein, und das war man eben nicht. Und beim Strafstoß, muss ich sagen, gibt es natürlich viele Argumente, die dafür sprechen, dass es ein Strafstoß ist, weil ein Kontakt da ist. Wenn man aber jetzt sagt, es ist ein Kontakt da, dann muss man vielleicht auch sagen, gibt es in der zweiten Halbzeit die Situation an Christoph Pauling, die wir ja auch nicht als Strafstoß gesehen haben. Aber Ja. er trifft ihn oben an der Hüfte. Also das ist halt auch so eine Sache. Ich glaube, Aber Wenn man- ich bin trotzdem nicht bei dem Narrativ dabei, dass der Elfmeter das Spiel entscheidet. Also Chemnitz war in der ersten Halbzeit trotzdem besser. nee, das nicht. Aber wenn ich mal so ein Gleichgewicht sehe, das Ja. ist für mich kein super klarer Strafstoß. Da ist auch ein Kontakt da. Aber klar, am Ende muss man sagen, ich habe vorher gesagt, wir sind so 60-40 sieht's aus. Vor Chemnitz war für mich 60%, wir 40%, weil wir einfach die durchmischt neuere Mannschaft haben, die noch nicht so eingespielt sind. Defensivstärke ist auch eben wichtig, die der CFC hat. Und dementsprechend muss man am Ende sagen, ist es am Ende ein gerechtes Ergebnis. So, hätte aber auch wieder in vielen anderen Spielen, oder sagen wir mal, wenn wir 10 Spiele haben, gewinnen wir auch, aber 4 davon, 2 gehen unentschieden, die gewinnen 4. Wobei natürlich zweite Halbzeit, da kommt Aue anders auf den Platz raus. Marcel Bär trifft ja schon in der 53. Minute. Und man hätte ja eigentlich noch 40 Minuten gehabt, auch das Spiel unentschieden zu stellen. Auf jeden Fall. Es war irgendwie noch den Eindruck hatte ich am Samstag schon, irgendwie in der zweiten Halbzeit war mehr Chaos. In der ersten Halbzeit war das recht kontrolliert von beiden Seiten. Aue hat schon versucht, ein bisschen mehr in die Offensive zu spielen. Chemnitz hat die Umschaltmomente gut gestaltet. Aber in der zweiten Halbzeit, auch mit den Wechseln, die es dann gab, wurde es chaotischer, das ganze Spiel, hitziger, weil es natürlich auch so auf Messerschneide stand. Vielleicht spielt die Temperatur da auch eine Rolle, weil es ja wirklich warm ist, und die Auswechslung, wo man dann sagen muss, dass der ein oder andere Spieler auch nicht ganz auf seiner Position gespielt hat, die ihm total zusagt. Also irgendwie ein chaotischeres Spiel. Ja, man sollte noch mal erste Halbzeit die Großchance von Angelberger erwähnen, die er auf jeden Fall hatte. Und dann der Anschlusstreffer war von Marcel Bär per Hacke nach einer Flanke von Skalatides, also auch schön rausgespielt. Dann muss man sagen, dass uns Max Ulich zwei, dreimal auf jeden Fall im Spiel gehalten hat. Und Maschiewski hatte ja noch mal die Chance zum Ausgleich. Eher dann in der 96. Minute, ja, mit einem ganz klassischen Alles-oder-Nix-Ball, ne? Also man ist halt komplett aufgerückt, die spielen den Ball in die Spitze und dann kann der nur noch vor Max Ulich einschenken oder natürlich auch noch auf deren Seite, vor deren Fans. Mehr Demütigung kann man ja kaum erleben. Definitiv. Dann hat er ja auch Fässer, heißt er, weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt, hat er auch noch Marcel Bär nachimitiert mit seinem Vorbei, ne? Also ich mach's nochmal für die Kamera so. Das war ja die Anspielung dann auf das 2-0 im Sachsen-Pokal-Halbfinale. Das war schon übel, und ich will aber auch nochmal drauf eingehen, dass man sagen muss, wir hatten ja auch in der ersten Halbzeit, Tim Maciejewski hatte auch eine ganz aussichtsreiche Chance vor der Trinkpause, wo er dann von links reinzieht und rechts am Tor vorbeischießt. Und auch Linus Quaiser hatte noch 1, 2 Situationen in der zweiten Halbzeit, wo er auch aussichtsreich war. Wie findest du eigentlich das, also bei dem 3-1 hast du gesagt, das ist ja so ein klassisches Gegentor? Ja, weil du aufrückst und natürlich dann alles oder nichts spielst. Und ich hatte ja schon dann nach dem Spiel gefragt, wie oft haben wir schon dieses Gegentor bekommen? Gefühlt sehr, sehr oft. Weil man noch mal auf alles oder nichts spielt. Also zum Beispiel gegen Wien Wiesbaden letzte Saison fällt mir sofort ein. Ich glaube, bei Essen haben wir auch das 4-3 letzte Sekunde bekommen. Und es ist dann einfach so, ja, Deckel drauf, sagt man dazu, ne? Ja, aber mich persönlich ärgert noch ein bisschen, wie das entstanden ist. Denn das war ein Eckball oder Freistoß von uns, und
Maxim Burkhardt kriegt den Abpraller und legt ihn sich dann nochmal nach rechts und nochmal und vertändelt ihn so ein bisschen. Das ist halt verhinderbarer, wenn der Ball bei dem Eckball oder Freistoß direkt von Chemnitz gewonnen wird und fällt ihn vor den Füßen. Ist das nochmal was anderes, oder würde ich schon so in die Details gucken und sagen, das war auch unnötiger. Ja, aber es ändert ja im Prinzip nichts. Also das Spiel ist ja verloren. Ändert nichts, aber ich meine, wenn wir bei so Spielen sind wie gegen den CFC und von solchen Spielen auf Augenhöhe werden noch einige kommen, ob das jetzt möglicherweise gegen Erfurt ist, gegen Jena ist, dann entscheiden natürlich so Kleinigkeiten. Ja. Ne? Kleinigkeiten in der Offensive, auch möglicherweise Dinge wie beim 2-0 Max Ulich, der bestimmt weiß, da geht viel auf seine Kappe. Das wolltest du ja noch mal ansprechen. Was ist denn die Torhüterleistung bei ihm gewesen? Also beim 2-0 fliegt er vorbei und sieht da ganz schlecht aus. Ist das jetzt reiht sich das ein oder ist das eine Leistungsschwankung? Wie würdest du das sehen? Eigentlich hat er ja auch viele gute Spiele jetzt gehabt in den letzten Wochen. Ich glaube, man kann da schon noch mal sehen, dass er im Moment mit seinen jungen Jahren und noch nicht ganz so viel Spielpraxis auf dem erwachsenen Männerniveau hat er halt mit Flanken, hohen Bällen, hat er Probleme. Da ist er noch im Moment am Kämpfen. Ich kann jetzt auch gar nicht ganz im Detail sagen, ob es auch vielleicht ein bisschen daran liegt, wie Innenverteidiger oder wie unsere Verteidigung agiert. Aber auf der Linie hat er wirklich gute Paraden, beim Laufen auch gut. Flanken sind im Moment so ein bisschen schwierig bei ihm. Ja, also Würde ich aber der Jugend dann eher oder der wenigen Erfahrung ich glaube, das zuweisen. liegt natürlich auch an der insgesamten Abwehrleistung, die ja durchaus zu viele Gegentore produziert. Ja, ist auf jeden Fall diskutabel. Also Innenverteidigung ist, muss man wirklich drauf gucken, und ich hoffe, dass da das Trainerteam auch seine Schlüsse für zieht, wie sie das in den Griff bekommen. Weil mit der Defensivleistung werden wir nicht um die Meisterschaft mitspielen. Die Defensive ist eindeutig unser Sorgenkind aktuell. Ich meine, die Offensive trifft. Okay, ein Tor wäre jetzt auch zu wenig gewesen, aber gut. Sportlich sind wir dann jetzt ja, glaube ich, im Großen und Ganzen durch. Da könnt ihr euch ja auch die Freie Presse oder den Tag 24 lesen oder was auch immer. Ihr habt es auch gesehen. Aber ich glaube, man muss auch noch viel um das Drumherum vor, nach dem Spiel, also insgesamt einfach ein paar Dinge erwähnen. Erstmal sollte man die Kulisse loben. Über 13.000 Zuschauer. Gegen Zwickau hatten sie knapp 10.000. Gästeblock war natürlich voll mit 2.000. Aber da siehst du auch, dass beim CFC einfach Aue noch mal am meisten mobilisiert. Auch wenn das für die natürlich auch schwierig ist, das Stadion voll zu kriegen. Weil aus meiner Sicht haben sie halt einfach ein bisschen zu großes Stadion für den Verein. Gerade natürlich auch, wenn du nicht die letzten Jahre im Profifußball warst. Und ja, die 15.000 hatten sie ja, glaube ich, zuletzt irgendwann mal im DFB-Pokal voll. Ja, und gegen Zwickau war ja auch Wochenspieltag, glaube ich, auf dem Dienstagabend. Ja. Also, aber ich glaube schon, das ist das Duell, was irgendwie noch ein bisschen mehr zieht. Du bist ja dann vom Bahnhof da hochgelaufen und hast dann auch noch den Fanmarsch gesehen, richtig? Mhm. Was gibt's dazu zu erzählen? Ich habe davon nicht viel mitgekriegt. Waren wahrscheinlich so 1.500 bis 2.000. Ich weiß nicht, auf wie viel das jetzt genau geschätzt wurde von den Behörden, und auch von Paul Steinbach war ja auch dabei, von der Freien Presse, hat Fotos gemacht. Ja, ist natürlich schon ritualisiert, ne? Also alles natürlich gegen Aue, aber gut, es ist halt Derby, ne? Also es gehört halt dazu. Ja, und man hat vielleicht auch so ein bisschen dem, was heißt vorgewirkt. Ich meine, die Auer Fanszene ist ja vor 2 Jahren, wo sie sehr, sehr früh in Chemnitz aufgeschlagen ist. Ich glaube, dem wollte man dann eben auch entgegenwirken. Und du hattest ja auch noch die Theorie, dann ist man halt auch früh im Block, ja, und hat hat nicht so viele Probleme am Einlass und kann sich schon mal einsingen. Ja, das war ja so noch dein Gedanke. Und dann ging es ja für uns weiter mit dem Tickets abholen. Akkreditierung hat ja wieder geklappt, so am Ende nur so halb, muss man sagen. Aber nochmal auf jeden Fall danke an den CFC, dass sie es auch ermöglicht haben. Es war ja auch nicht ganz voll im Pressebereich, und dass sie das dann auch wieder möglich gemacht haben. Ja, wir hatten dann das Problem,
dass wir keine Akkreditierung für die Mixzone hatten, obwohl ich das extra dazu geschrieben habe. Und ja, uns ist das eigentlich schon direkt aufgefallen, ne? Naja, uns beiden ist es nicht aufgefallen. Einem unserer Kollegen da aus dem, ich sag mal, dem Auer Presseteam, würde ich jetzt mal sagen, der sagt dann so, ja, ihr habt aber nicht hier die Berechtigung Nummer 3. Also man muss das ja dann erklären. 1 und 2 ist eben Pressetribüne und Pressekonferenz oder Presseraum. 1 ist Tribüne, 2 ist Presseraum, 3 ist Mixzone und 4 ist Innenraum. Genau, und dann gibt's ja bis 8 kategorisiert für verschiedenste Leute, die das. Es ist ja in einer Arbeitskarte. Muss man ja auch nochmal sagen, es ist für uns eine Arbeitskarte. Und personalisiert. Genau, und so hat halt jeder Security oder Fotograf oder sonstiges muss ja da so eine Karte haben. Ja, und dann haben wir das gesehen, wurden wir nur darauf aufmerksam gemacht und dann haben wir aber tatsächlich gesagt, komm, wir gehen da einfach rein. Das war da direkt neben dem Presseraum, also man musste nur die Tür aufmachen und ich hatte auch das Gefühl, dass die da recht entspannt waren. Und wir wurden dann nach dem Spiel eines Besseren belehrt. Und deswegen konntet ihr jetzt auch kein Video-Interview nach dem Spiel am Wochenende bei Instagram sehen. Ja, okay, es ist ja, sie machen da irgendwo ihren Job, aber ich fand das dann trotzdem merkwürdig, dass man erstmal sagt, ja, das ist ja nicht unsere Schuld, wenn der Verein das falsch macht und das Security-Personal nicht weiß, wer da zuständig ist vom Verein und es dann noch mal wir dann erstmal dann nicht mehr weggeschickt werden, aber dann noch mal der Supervisor oder der Chef-Supervisor da kommt und uns dann halt auch noch mal erklären muss, dass das Hausrecht ist und was weiß ich. Also ich fand das halt trotzdem einfach eine Nummer drüber, wie das kommuniziert wurde. Ja, da muss man halt nochmal diese ganze Situation erklären. Wir sind dann halt eben rein und dann hast du gesagt, wurden wir von dem ersten so befragt und der sagte, nee, ihr müsst rausgehen. Dann kam der Supervisor, beziehungsweise als wir noch im Innenraum standen, stand da auch noch der Kollege Michael Thiele und sagte dann zu dem ersten Security, hier, die sind immer bei den Spielen, das ist gar kein Problem, ich kenne die. Aber dann kam der Supervisor und hat uns, ja, fand ich schon sehr deutlich, ich würde sagen, rausgeschmissen aus der Mixzone. Ja. Und wir waren nicht die Einzigen, die das Problem hatten. Und dann hatten wir noch den Pressesprecher beziehungsweise denjenigen vom CFC angerufen, der für die Akkreditierung zuständig ist. Der kam dann auch noch mal raus. Die waren alle sehr emotional aufgewühlt aufgrund des medizinischen Notfalls, der da passiert ist in dem Moment. Aber wir konnten nicht so ganz verstehen, was das eine mit dem anderen wie das zusammenhängt. Und das war jetzt halt so. Ja, also im Endeffekt ist es ja auch nicht schlimm. Das ist gut, dass wir bei dem Spiel waren. Es ist gut, dass wir die Tickets abgeben konnten, dass wir noch jemanden glücklich machen konnten mit unseren Tickets, die wir für den Gästeblock bekommen haben. Und das ist ja auch alles nicht selbstverständlich, aber trotzdem, ja, ich finde das dann immer komisch. Am Ende hat ja der Verein das Hausrecht und nicht irgendeine Security-Firma. Und was der Verein dann sagt, würde dann ja auch umgesetzt werden. Also diese Nichtzuständigkeit ist dann immer auch so ein Ding. Aber ich kann dir auch noch mal eine andere Geschichte erzählen. Ich war ja mal in Sandhausen, eines meiner ersten Spiele mit Akkreditierung. Und da war Matze Heidrich mit seinen beiden Söhnen in der Mixzone und wurde dann auch also seine Söhne wurden auch rausgeschmissen. Nämlich, mit Finn Heidrich. Und damit ist ja auch irgendwie ein Kreis geschlossen. Also es hat sogar schon Spieler von uns getroffen, die aus der Mixzone rausgeschmissen wurden. Ja, das ist eine schöne Anekdote. Ich wollte noch auch dazu ergänzen, ich finde halt, wie du das sagst, man hätte da auch durchaus etwas entspannter reagieren können. Und ich will da jetzt dem CFC wirklich keine Vorwürfe machen, aber es erinnert mich so ein bisschen an deutsche Bürokratie, die sagt, da steht die Zahl nicht drauf und dann wird das halt so durchgezogen. Ja, vor allen Dingen, aber ich meine, selbst der hätte ja auch nichts ändern können, weil die Karten waren ja gedruckt, fertig. Also, okay. Ja, aber vielleicht noch mal zu dem medizinischen Notfall. Ja, das haben wir natürlich gar nicht mitbekommen. Wie sollen wir das auch mitkriegen? Wir waren halt drin und haben ja dann auch im Prinzip gewartet. Und wir haben dann auch nur gehört von dem, was draußen passiert sein soll. Und ja, das finde ich natürlich auch, wie soll man das im Gästeblock gehört haben? Also die Ansagen im Stadion sind ja manchmal auch nicht verständlich. Ja, definitiv. Und da war ja auch in dem Stadion an dem Tag eine riesen Lautstärke und im Gästeblock war es auch, muss man ja sagen, wirklich guter Support über
ja, ich würde sagen 90 Minuten. Und dann finde ich es ein bisschen übertrieben. Das war ja ich fand eine hitzigere Diskussion da auch im Pressebereich, so wie da die Leute, die Auer-Gäste aufgetreten sind. Und da muss man dann sagen, ja, im Gästeblock ist es halt auch einfach laut und unübersichtlich und ich glaube, dass alle da den Ernst der Lage wissen. Denn sie haben ja auch am Anfang des Spiels gab es ja auch schon eine Trauerminute für eine verstorbene Vereinslegende und da haben die ja auch die Schweigeminute mitgemacht. Also haben wir als Auer Gästeanhang und haben da unseren Respekt Peter gezeigt. Müller, genau. Ein DDR-Meisterspieler von 1967. Und der war ja dann auch noch Funktionär beim CFC. Ja, ums Drumherum müssen wir ja noch ein bisschen auch auf so zwei Aktionen am Anfang eingehen, die Spruchbänder und dann, was der Auer Anhang kurz nach der Halbzeit nochmal geboten hat. Was ist denn da passiert, Martin? Die Tennisbälle kamen zurück. Die wurden ja auch an mehreren Stadien benutzt. Ja, es gab wieder 2 Minuten, wo nur hin und her gekickt wurde, weil es um die Regionalliga-Reform geht, Reform jetzt. Und die Tennisbälle waren aber insofern am Anfang der zweiten Halbzeit. Da gab es dann auch einige Pfiffe von CFC-Fans, obwohl man ja auch gemeinsam irgendwie die Aktion trägt und der CFC ja auch wirklich mit Tommy Heder als Sprecher der Initiative Aufstiegsreform und dem CFC-Geschäftsführer ist er, glaube ich, oder Geschäftsleiter oder sowas, hat man ja auch wirklich einen exponierten Verein in der ganzen Initiative. Aber der CFC hat sich ja vielleicht für eine andere Form des Protests dann entschieden, dass man diese 2 Minuten halt macht, aber das mit den Tennisbällen halt nicht mitmacht. Ja, ich kann das gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, ob das auch wirklich die aktive Fanszene war. Nee, ich glaube, das kam eher so von der Haupttribüne. Ja, und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, da waren 13.000 Leute. Ich kann mir aber auch tatsächlich vorstellen, dass es genügend Leute gibt, die da überhaupt wenig Plan haben, was da diese Reformen angeht und dann das 1 und 1 zusammenzählen können, dass das auch eine Protestform ist. Ich glaube, das sind einfach Leute, die da mit sich nicht auseinandersetzen. Und dann den Hass gegen den Schacht haben. Ja. Aber Interviews, damit hast du ja noch was gesagt. Wir sind natürlich auch gut vernetzt und haben noch 2 Stimmen geliefert bekommen von Paul Steinbach und Michael Thiele von Tag 24, die uns freundlicherweise ihre Interviews zur Verfügung gestellt haben. Wen willst du denn zuerst hören? Den Unglücksraben Bastian Striezel oder Marcel Bär? Nochmal für alle Zuschauer und Zuhörer, ich habe noch keinen Teil davon diesmal gehört. Ich möchte erst Basti Striezel hören. Ja, 1:3 verloren heute hier in Chemnitz. Wie lautet deine Einschätzung zum Spiel? Erstmal sehr warm gewesen, deswegen muss ich mich mal kurz sammeln. Ersten 15 Minuten fand ich immer sehr, sehr ordentlich angefangen. Glaube ich nicht selbstverständlich, dass wir da so unser Spiel aufgedrückt haben. Es sah sehr, sehr gut aus. Ja, und dann ist es so, wie sich die letzten Wochen so ein bisschen durchzieht, machst du dir so das eigene Spiel kaputt oder schwerer durch, ja, wie gesagt, ich war da beteiligt beim Elfmeter. Ich glaube, es war keiner. Schiri sagt, es war einer. Ist auch egal. Kriegst einen Elfmeter, rennst einen 1-0 hinterher, kriegst dann das 2-0 und das ist natürlich unglaublich schwer. Ne? Also das Spiel haben wir in der ersten Halbzeit verloren, ganz klar. Ich glaube, wenn man sieht, was wir in der zweiten Halbzeit für eine Intensität auf den Platz gebracht haben, was wir für Möglichkeiten hatten, wo wir noch viel, viel bessere ausspielen können, war das eine gute Reaktion. Natürlich trotzdem sehr, sehr enttäuschend, wenn wir uns mehr vorgenommen haben, aber ich glaube, man muss so ein bisschen auch die Waage halten, dass wir eine komplett neue Truppe sind, dass man, glaube ich, merkt von Woche zu Woche, dass da ja immer noch Baustellen da sind. Woher soll es auch kommen? Bin aber trotzdem guter Dinge, dass wir ja die nächsten Wochen positiv wieder beschreiben werden. 2-0 hast du auch den Baumgart ein bisschen aus den Augen verloren. War das auch in der Szene geschuldet, dass du damit gerechnet hast, dass Max Ulich den Ball fängt? Tatsächlich, ja. Also Ule ist da schon rausgekommen wie ein Mann und hat Leo geschrien. Ja, dann war es vielleicht die Millisekunde abgeschalten, weil ich dachte, er hat auch freies Feld. Aber wie gesagt, an dem Jungen lag es halt nicht. Er ist ein junger Kerl, der braucht Selbstvertrauen. Er soll Fehler machen, das gehört mit dazu, das haben wir alle gemacht. Und ja. Welche Rolle spielt Erfahrung? Du hast auch schon so andeuten lassen, es ist eine relativ junge Mannschaft, das ist halt noch recht frisch zusammengewürfelt. Viele neue Spieler. Also wahrscheinlich noch auch ganz natürlich, dass es Komplett natürlich. So, also ich glaube, man sieht schon, dass es 3, 4 Jungs gibt, die vorangehen wollen, die es auch zeigen müssen. Natürlich müssen auch die Jungs dahinter auch reinwachsen. Haben wir da gute Charaktere bei. Und so Spiele wie heute sind dafür da,
daraus zu lernen. Das sollen die Jungs genießen. Wir genießen es auch noch als ältere Hasen. Und wie gesagt, ich bleibe dabei, dass ich da guter Dinge bin, dass es sehr, sehr viel Spaß macht. Und dass wir, glaube ich, die Jungs sind, die am unzufriedensten sind nach so einer Geschichte heute. Auch wenn es jetzt heute ein bisschen schwerfällt, den Blick schon aufs nächste Wochenende zu werfen, so kurz nach dem Derby, ist es positiv, dann einen anderen Wettbewerb jetzt zu haben mit dem DFB-Pokal, oder hätte man jetzt schon gerne in der Regionalliga Nordost weitergemacht, um dann ja auch wieder eine Antwort zu liefern? Ja, wenn du mich jetzt fragst, würde ich gerne morgen schon das nächste Regionalliga Nordostspiel haben, um es auszubügeln. Aber ich glaube, es ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, da als Underdog jetzt reinzugehen. Nochmal die Sinne zu schärfen, auch einen Blick auf gewisse Sachen vielleicht auch defensiv zu legen, wo wir uns verbessern können. Und ja, nichtsdestotrotz bleibt das ein Highlight und das muss gespielt werden und das wird auch gespielt. Ja, ist doch eine selbstkritische Analyse, vor allen Dingen halt auch, dass er Max Ulich versucht in Schutz zu nehmen, aber ja auch klar ihn kritisiert. Ja, und der Leistungsabfall, hat er ja auch nochmal erklärt, erste Halbzeit war schlechter als die zweite Halbzeit. Ja. Wichtig finde ich tatsächlich an dem Interview wir müssen jetzt auf die nächsten 2-3 Wochen sehen und gucken, wie es dann aussieht. Denn wir haben jetzt ein Spiel verloren, das ist Erfahrung, die Truppe sammeln muss. Und solche Spiele auf Augenhöhe werden mit diesen Mannschaften, Erfurt, Chemnitz, Alt-Glienicke, Lok, Jena vielleicht noch Zwickau, wenn sie noch kommen, wird es immer wieder geben. Aber wenn wir jetzt die nächsten Spiele, ich nehme mal das Hoffenheim-Spiel raus, aber das Hertha BSC 2-Spiel, Heimspiel und das Spiel bei Lok Leipzig, wenn wir das gewinnen oder 4 Punkte holen, dann sind wir weiter oben dran. Weil auch Erfurt oder Chemnitz wird mal ein Spiel verlieren. Wir sind jetzt 3 Punkte hinten dran. Da ist, am Ende wird abgerechnet. Ja. Ich glaube, wir schließen nochmal mit den selbstkritischen Worten von Marcel Bär ab. In der ersten Tempause war der richtig gut gespielt, danach ein kleines bisschen, gerade dann noch durch den Elfmeter und Bocktunnel gewesen. Wie hast du das gesehen? Ist die Phase dann vor allem von der Trinkpause bis zur ersten Halbzeit? Ja, ich glaube, die ersten 15 Minuten waren in Ordnung. Da sind wir eigentlich auch relativ gut in die Partie gekommen, ohne zwingend genug zu werden. Ja, und dann hatten wir einen Knick drin, muss man einfach so sagen, in der ersten Halbzeit haben wir keine ordentliche erste Halbzeit gespielt. Haben Chemnitz leider eingeladen heute zu 2 Toren und eigentlich 3, wenn man so sehen möchte in der zweiten Halbzeit. Wir kommen gut aus der zweiten Halbzeit raus. Da hat vieles gestimmt und haben es dann leider verpasst, in den vielen Umschaltsituationen, die wir heute hatten, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und deswegen an beiden 16ern und deswegen haben wir das Spiel heute verloren. Wie hast du die Szene gesehen, als Pauling im Strafraum zu Boden gegangen ist? Gegen Geibel? Weiß nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ein Foul war, musste ich mir in den Bildern nochmal anschauen im Fernsehen. Aber ich glaube, mit seinem Tempo muss er den Ball einfach links legen und schießen. Er ist ja eigentlich schon vorbei. Aber das meine ich ja eben, gerade zu viele falsche Entscheidungen getroffen in beiden 16ern und deswegen haben wir heute das Spiel verloren. Ist es dann auch der Mannschaft geschuldet, dass er einfach auch noch Erfahrung sammeln muss? Skala hat es jetzt gerade so ein bisschen ähnlich geäußert. Ja, natürlich. Ist ein Lernprozess. Für viele war es das erste Sachsen-Derby. Oh, sorry. Und ja, da müssen wir daraus lernen. Wir haben eine junge Mannschaft, die dürfen Fehler machen, die sollen Fehler machen. Und wir wachsen daran auf jeden Fall. Ja, ist doch nochmal eine ganz schöne Zusammenfassung, auch nochmal mit Pauling. Sagt er ja natürlich auch zu Recht, kann er auch versuchen, den Ball aufs Tor zu schießen. Ja. Ja, also hat er gut zusammengefasst, da kann ich nichts anderes sagen. Ich habe eben vorhin Pauling-Situationen angemerkt, dass man da auch, also wenn man Elfmeter bekommt, nimmt man natürlich mit, aber er kann halt vorher auch schon einfach die Aktion beenden. Ob jetzt mit einem Schuss, ob er nochmal vorbeigeht, ob er ihn querlegt, da gibt es genügend Optionen. Und auch hier wieder so ein bisschen mal für mich die Frage, wollen wir eigentlich in den nächsten Spielen eher chaotische Spiele mit viel Unterhaltungswert, mit vielen Toren? Oder wollen wir defensiv stehen? Am besten natürlich die Waage, aber im Moment habe ich das Gefühl, wir können nur dieses Chaos. Ja, dann schließen wir mal ab. Mein 250. Spiel, kein schönes Jubiläum, leider. Aber das ist ja dann auch noch mal, kann man ja auch noch mal ausmerzen. Und vielleicht soll ich es vielleicht auch gar nicht zählen als 250. Spiel, weil ja mein erstes Spiel dann sozusagen ja auch überhaupt nicht als Fan in dem Sinne war. Aber da hat ja auch jeder so eine andere Zählweise. Oder, ja, keine Ahnung, wir haben auch mal so ein Turnier gespielt, da habe ich halt auch 2 Halbzeiten als Spiele irgendwie gezählt. Darf man ja eigentlich auch nicht. Ach so. Ja, jetzt kommen ja noch die Groundhopper-Regeln, bevor alle Leute abgeschaltet haben.
Ja, aber Florian, ich glaube, wir gehen mal weiter zum DFB-Pokal. TSG 1899 Hoffenheim. Da kann ich mich sogar noch an die Pflichtspiele erinnern. Die waren nämlich 2007, 2008. Da ist ja die TSG Hoffenheim durchmarschiert von der Regionalliga Süd in die zweite Bundesliga. Und da gab es meines Wissens nach ein Unentschieden und eine Niederlage. Also die Bilanz ist gar nicht so schlecht. TSG Hoffenheim hat, glaube ich, auch eine gute Saison letzte Saison gespielt. Haben ja dann auch meines Wissens nach das internationale Geschäft erreicht. Sind, glaube ich, Europa League, ne? Ich glaube, ja. Mein Mitfahrer meinte zwar Champions League, aber das konnte ich nicht glauben. Es ist auf jeden Fall ein richtig 5. Platz. Es ist auf jeden Fall ein harter Konkurrent. Ich rechne mir nicht ganz viel aus. Ich bin gespannt, inwiefern Schubidice die Mannschaft verändern wird. Also Martin Mennel wird spielen, das ist ja schon klar. Max Ulich wird eine Pause bekommen. Ob er da die Situation auch nochmal nutzt, um Belastungssteuerung zu machen, oder ob er vielleicht in der Abwehrreihe vielleicht nochmal wieder was Neues ausprobiert, den würde jetzt tatsächlich, auch wenn es gegen Hoffenheim dann nicht so richtig gut ist, weil man dann nicht weiß, wie ertragreich das ist, aber diese linke Abwehrseite, die macht mir richtige Bauchschmerzen. So, da ist Kokowas war am Samstag auch echt schwierig. Der ist ja auch nach der ersten Halbzeit direkt ausgewechselt worden. Ob man da vielleicht nicht wieder auf die BFC Preußen Abwehr zurückgreift, wo man dann Kokowas in der Innenverteidigung hat und Paul Wagner links. Ja, wir hatten ja mal einen ganz passenden Titel. Pokal ist nur einmal im Jahr. Oder Pokal aus ist nur einmal im Jahr. So schlimm ist es jetzt nicht, aber wir sind ja leider auch keine Pokalmannschaft. Ja, das muss man ja wirklich sagen, dass die Bilanz ziemlich schlecht ist, außer jetzt gegen Eintracht Frankfurt. Haben wir ja selten gegen die höherklassige Mannschaften was gerissen. Und andererseits, wenn wir da weiterkommen, dann kriegen wir ein bisschen Geld und dann kann man ja hoffen, der Transfermarkt ist ja noch offen, könnte man ja vielleicht auch dann noch entsprechend auf den Positionen, die durchaus immer wieder mal so im Gespräch sind, sich noch verstärken. Ja. Ist dann der nächste Gegner in der englischen Woche an einem Mittwochabend. Und am Sonntag geht's dann zu Lok Leipzig auswärts. Ich denke auch wieder ein Highlight. Ist ja auch wirklich ein schönes Stadion. Hertha 2, da fällt mir nur zu ein, wen haben die überhaupt noch? Weil der Kader, das ist ja wirklich dünne. Hertha 1, die Männer haben ja kaum Spieler verpflichtet. Und auch, das hat sich auch so ein bisschen auf die zweite Mannschaft niedergeschlagen. Und die sind ja auch im Abstiegskampf aktuell dran. Das ist richtig und da kommt mir zugute, du hast ja gesagt, ich gucke gerne Spiele auch nach oder hast es ja antizipiert, dass ich gerne nachgucke und da habe ich mir ja tatsächlich das Hertha BSC 2 gegen Lok Leipzig Spiel, also Heimspiel von Lok Leipzig gegen Hertha BSC vom vorletzten Samstag, habe ich mir am Freitag nochmal die ersten 60 Minuten in der Aufnahme gegeben. Da war eben auch die Aussage, dass Hertha eben fast einen komplett neuen Kader hat, Hertha BSC 2. Und man hat auch schon gesehen, sowohl Hertha als auch Lok sind auch hinten anfällig. Und Lok hat auch tatsächlich Probleme, die Chancen, die sie haben, zu verwerten. Naja, aber zumindest haben sie jetzt ja einen Stürmer von uns verpflichtet mit Ricky Bornstein, der ja auch direkt schon getroffen hat. Ja, aber das ist ja auch eine schöne Geschichte. Weil ich finde, Ricky Bornstein hat sich jetzt irgendwie bei uns 3 Tore schon? Nicht zu Schulden kommen lassen und hat jetzt 3 Tore geschossen. Das gönne ich ihm. So, ein sympathischer Typ. Und wenn er da jetzt seinen Weg findet, dann darf er das machen. Darf gegen alle anderen treffen. Auch gerne gegen Chemnitz und Zwickau und sonstige. Aber natürlich nicht gegen uns. Wenn wir direkt zu Lok wechseln, auf jeden Fall auffällig, Maderer ist ja weg, deren Top-Stürmer. Ziana hat jetzt wieder gespielt zuletzt. Auch so ein bisschen im Wechsel mit Bornstein. Abderrahmane kennt man auf jeden Fall noch, der war ja auch bei Babelsberg vorher. Philipp Kusic, der war bei Aue ja auch relativ lange. Ich weiß gar nicht, hat er, glaube ich, bei uns sogar zweite Liga noch gespielt, ne? Ist ja schon auch wirklich länger her. Und ja, Lok ist für dich Lok aktuell ein Favorit auf den Aufstieg? Eigentlich schon. Trotz allem. Favorit auf den Aufstieg finde ich in dieser Liga im Moment schwer zu sagen. Ich finde ich hätte sie stärker erwartet tatsächlich.
Dafür haben sie auch schon ein bisschen, was heißt liegen lassen, aber sind hinten schon ein bisschen schwächer. Mit Favorit auf jeden Fall. Ja. Aber natürlich ein 3:2 gegen Tasmania ist jetzt auch kein überragendes Ergebnis. Letztes Wochenende. Sie haben ja sogar, glaube ich, in Überzahl dann noch den Anschlusstreffer kassiert. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja das aktuellste Ergebnis. Da haben wir eine Chance. So. Wenn wir gerade schon bei den ehemaligen sind, Jamilo Collins ist zu Tasmania gewechselt. Wie bewertest du denn den Transfer? Es war ein interessanter Transfer natürlich. Also hat mich schon doch überrascht. Er hat ja auch bei uns gut gespielt. Ich glaube, er hat sich am Ende, ja, was heißt, verzockt irgendwo. Hätte doch gehofft, dass er in der 3. Liga unterkommt. Und ist es wahrscheinlich nicht aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit und seines Alters. Und wird jetzt bei Tasmania aber vielleicht auch gar nicht so schlecht verdienen. 33. Minute wurde er schon ausgewechselt, auch interessant. Bei Transfermarkt steht aus taktischen Gründen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht viel mit anzufangen. Aber ich meine, es sind auch so Spieler wie Stefaniak oder so, wo man sich halt auch wundert, dass sie nicht unterkommen. Aber man weiß natürlich auch nicht, was die Vorstellungen von den Spielern sind, wie es jetzt mit Gehalt aussieht. Oder vielleicht ist auch bei Jamilo Collins ein Aspekt, dass er in Berlin halt gerne wohnt oder gerne wohnen will. Na klar, das kann man ja nachvollziehen. Da ist was los und dementsprechend vielleicht hat der Berater da auch ganz gut dann gearbeitet und es ist ja noch das Transferfenster offen und für vertragslose Spieler wie wir dann auch noch danach. Die können auch noch die ganze Hinrunde verpflichtet Ganze Hinrunde, ja. Und ja, er hat ja jetzt auch lange nicht im Mannschaftstraining war er ja nicht. Vielleicht kam das einfach ein bisschen früh. Naja, in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir für heute durch. Wir melden uns dann in 2 Wochen nach dem Lokspiel, denke ich mal, wieder. Ich hoffe natürlich auch, dass ich jetzt von den nächsten paar Spielen immer gut Eindrücke sammeln kann wieder. Ich versuche auch auf jeden Fall zu den Spielen hinzufahren. Unter der Woche ist es immer ein bisschen schwierig, aber das Lokspiel sollte dann auf jeden Fall irgendwie das nächste Highlight sein, in der Liga zumindest. Ich freue mich auch aufs Pokalspiel persönlich. Das ist natürlich auch ein Spiel, was du dann wieder verfolgen kannst im Fernsehen. Aber brauchst du Sky für. Ja, das ist natürlich das Leichteste. Nein, muss ich mich dann noch drum kümmern oder vielleicht muss ich da auf meinen Schwiegervater, der Sky hat, zurückgreifen. Schauen wir mal und ich wünsche mir natürlich, dass alle Zuhörer weiterhin uns die Stange halten, aber auch der Mannschaft die Stange halten, ins Stadion gehen, möglichst viel dort die Mannschaft unterstützen, denn so eine Saison ist lang und die Mannschaft braucht jede Unterstützung, damit wir am Ende möglichst weit oben in der Tabelle landen. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen. Wir sehen uns, geht ins Stadion. Glück auf. Glück auf!